So, mit den Büchern sind wir jetzt durch. Ich habe jetzt noch ein paar selbstgebastelte Sachen. Fangen wir mal an mit diesem wunderschönen, kunstvollen Exemplar. Wie bereits angekündigt, habe ich das selbst gebastelt. Das zum Ausschneiden war ein bisschen, da das zum Beispiel oder da diese kleinen Wappen war ja ein bisschen kompliziert. Also wir haben da jetzt nicht das Ganze exakt ausgeschnitten, sondern halt nur so ein bisschen. Aber da die Schrift und das große Wappen haben wir halt ganz genau ausgeschnitten. Das ist eigentlich nur Karton. Und halt da die ganzen Streifen sind halt mit buntem Papier und das ist alles voller Klebeband, damit das so quasi ein bisschen glänzt und hält und so. Also ja. Und überall ist halt entsprechend so ein kleines Wappen drauf. Eben der Ravenclaw, Slytherin, Gryffindor und ja, Hufflepuff habe ich euch vorher schon gezeigt. Da in der Mitte auch so mit Dreiecken, die haben wir nicht ganz genau gemacht, das sieht man da vielleicht ein bisschen, aber ja, ist selbst gebastelt und da sehe ich dann kein Problem damit. So, ein Ding habe ich noch vom oberen Fach. Und das ist der sprechende Hut. Hier noch einen schönen Pfeil dazu. Da habe ich sogar drauf geschrieben, The Sorting Hat. Auch wunderschön mit Klebeband. Auch selbst alles geschnibbelt. Und das ist tatsächlich ein Kalender, deswegen ist da oben die Spitze auch ein bisschen hässlich. Und die Monate, also ich habe das so mit Karten gemacht und die Monate sind da unten drinnen. Da kann ich jetzt einfach mal die kann ich jetzt einfach mal rausnehmen. Die habe ich nach Hausfarben gemacht, also nach Reihenfolge immer. Oh, da stimmt das nicht, da habe ich was. Oh, da fehlt ein Monat, oder? Nein, ist ja da. Also immer in der Reihenfolge. Und nehme ich jetzt einfach mal einen Jänner. Ich weiß, wir haben nicht Jänner, wir haben März, aber wurscht. Dann kann man das da oben so reinstecken. Und dann hat man da noch 2 Schlitze. Die sind für die Zahlen. Da habe ich so kleine Boxen. Da sind es drinnen. Die habe ich eigentlich im unteren Fach vom Schreibtisch, aber ich habe die jetzt trotzdem schon herausgenommen, weil die gehören ja trotzdem dazu dem Kalender dazu. Da ist das auch eben wieder mit der Reihenfolge. Genauso wie bei den Monaten. Und dann zeige ich euch jetzt auch mal, wie das da gehen würde. 2 Nuller ist relativ unrealistisch, aber ja. Und dann kann man die so einmal, zweimal da reinstecken. Und ich habe das bewusst nicht mit Jahren gemacht, dass die halt so ein bisschen, ja, dass der halt immer zum Nehmen ist, nur halt, man muss halt da die einzelnen Dinger tauschen. Aber ja. Das erste Fach von meiner Sammlung ist erledigt und das heißt, wir haben jetzt schon, Kameramann hier rüber, das da oben alles erledigt. Das hat jetzt eh schon lange genug gedauert und jetzt machen wir noch da unten weiter. Let's go! Nächstes habe ich wieder ein paar selber gebastelte Dinger. Ich zeige die euch gleich alle gemeinsam, weil die eigentlich zusammengehören. Wunderschöne Untersetzer. Auch wieder aus Karton, so wie die Schachtel, die ich euch vorher einmal gezeigt habe. Und da haben wir jetzt auch das eben mit so einem ähnlichen System gemacht wie eben bei der Schachtel. Auch alles mit Klebeband, so Streifen halt draufpickt, dass das so ein bisschen glänzt. Man sieht wie sich da die Lampe drin reflektiert, sehr schön. Und da haben wir es halt mit dem Ausschneiden ein bisschen exakter gemacht. Also jetzt nicht auch so haargenau diese Muster, aber halt schon ziemlich genau und halt natürlich zu allen Häusern. Bei Slytherin haben wir, glaube ich, die weißen Streifen ein bisschen silber angemalt, auch wenn man das jetzt da vielleicht nicht so sieht. Ja, nein, das sieht man gar nicht in der Kamera. Bei Ravenclaw muss ich jetzt auch selber schauen, ich glaube, die haben wir auch ein bisschen angemalt. Sieht man genauso sehr wie bei Gryffindor. Ja, und eben Gryffindor, habe ich Gryffindor gesagt? Slytherin.
Gryffindor und Hufflepuff haben wir natürlich auch noch. Und eben diese Streifen haben wir halt ausgeschnitten in den entsprechenden Hausfarben und draufgepickt. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das nächste Teil ist jetzt vielleicht ein bisschen unspektakulär. Das ist einfach nur so ein Bild, was ich mir mal ausgedruckt habe. Da hatte ich mal so eine Wallpaper-App am Handy und da habe ich mir das ausgedruckt, weil mir das ganz gut gefallen hat. Ich habe das lange Zeit in meinem Bilderrahmen gehabt, der gerade auf meinem Radio steht. Aber da ist jetzt ein Foto, was ich nicht unbedingt zeigen möchte. Ja, das ist halt ein ganz normales Foto mit einem Hogwarts-Wappen. Da gibt es auch nicht viel mehr dazu zu sagen. Dann habe ich hier so eine Box. Die ist nicht sehr Harry Potter-mäßig, die ist ziemlich weihnachtlich. Herzenswunscherfüller steht da drauf. Ich benutze die einfach nur für ein bisschen kleineres Papierzeug, was sonst in meinem Regal verschwinden wird. Da habe ich noch das Wappen drinnen von am Anfang. Die 2 Zahlenboxen vom sprechenden Hut, weil ich ja vorher gemeint habe, die sind eigentlich im unteren Kastel. Und dann habe ich da noch ein paar selbstgemachte Lesezeichen drin. 4 Stück sind das, glaube ich. Ja, genau. Ich gebe die Box mal kurz auf die Seite und lege euch da die Lesezeichen auf, so wie vorher gerade mit den Untersetzern. Ja, das passt schon so. Da haben wir einmal Plattform 9 3/4. Das finde ich fast sogar am schönsten geworden von allen. Das habe ich mit Füllfeder drauf geschrieben. Dann haben wir da mal die Brille mit der Narbe. Auf das bin ich auch ziemlich stolz, auch wenn es ziemlich unspektakulär ausschaut. Dann haben wir da die Heiligtümer des Todes. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass da unten draufschreiben war unnötig, ehrlich gesagt. Und das Zeichen finde ich jetzt auch nicht gerade wunderschön. Und da halt noch Lumos und Nox. Ja, ich meine, sie sind okay, die Lesezeichen. Ich finde also die 2 oberen fast sogar noch am besten. Aber ich bin ehrlich, ich benutze sie nicht in meinen Büchern. Ich habe sie nur in meinem Regal liegen, aber ja, ich besitze sie. Und daher verdienen sie auch einen Platz in dem Video. Habe ich hier noch, das ist eigentlich nur eine Zauberstabschachtel, wo noch ein anderer Stab drinnen ist. Man erkennt diese Schachtel vielleicht, da war eventuell dieser Zauberstab drinnen. Aber ich habe die Schachtel jetzt für den benutzt, weil den habe ich eigentlich meistens nicht drinnen und den habe ich auch nur in meinem Bücherregal liegen, weil ich finde, dass der eigentlich gut dorthin passt, wenn ich ihn draußen liegen habe und dass ich ihn auch schnell mal zur Hand habe, eben wenn ich zum Beispiel so ein Video drehen will oder so, keine Ahnung. Da auf der Seite steht es nochmal groß drauf, Newt Scamander. Da unten auch. Ich glaube, nein, auf der Seite steht es nicht mal, da ist ein Bild vom Zauberstab. Sorry. Und da hinten haben wir noch ein paar andere drauf. Gleich in der Mitte Newt. Und halt ein paar andere. Der ist von der amerikanischen Zaubereiministerin. Ich merke mir nie ihren Namen. Ich glaube Serafina Piccory. Keine Ahnung, wem der gehört. Den kennen wir eventuellerweise. Der ist von Tina und der ist von Queenie. Ja, da steht eben nochmal Official und Noble Collection und so. Aber ich habe da ja noch ein anderes Stäbchen drinnen. Das war nämlich lange Zeit mein Zauberstab, bevor ich mir den ersten richtigen gekauft habe. Ich habe den einfach da rein getan, weil der eigentlich ganz gut da reinpasst hat. Und für mich auch eigentlich nach wie vor ein Zauberstab ist, obwohl es einfach nur ein Stock ist. Und ich glaube, der ist sogar Holunder, also so Elderstab-like. Und wenn man ihn jetzt da so mit dem vergleicht, sind die sogar ziemlich gleich lang. Also ich zeige es euch nochmal in die Kamera, da unten links ziemlich gut aufeinander. Und da oben sind es eigentlich ziemlich gleich lang. Und ja. Warum schiebe ich den Zauberstab raus? Das war unnötig. Okay, so, und jetzt kommen wir zu den Spielsachen, weil ich habe auch so ein bisschen was zum Spielen. Ihr hört es vielleicht schon daneben klappern. Da habe ich nämlich mal Spiel Numero Uno. Das ist so ein Quiz-Kartenspiel. Das schaut auf beiden Seiten gleich aus, also ich kann sie mal so ein bisschen im Kreis drehen. Und da sind 500 Fragen drin. Das steht sogar, ja genau, das steht sogar da drauf, auf beiden Seiten auch, aber ich zeige euch nur eine, das reicht ja. Und das kann man dann da so auf beiden Seiten aufmachen. Und das sind halt auf beiden Seiten die Fragen drin. Bumm, ja genau.
Hat auch keinen Bock mehr. Ach, komm schon. Ja, egal. Warte, kann ich das da? Ja, perfekt. Und da die ersten Karten sind halt so Anleitungen. Und dann sind da halt so die Fragekarten. Wir haben da tatsächlich schon alle durchgespielt. Vorne sind halt immer so, also es gibt immer ein Thema quasi, wovon die Karte handelt. Zum Beispiel da habe ich jetzt dann einfach mal den entsprechenden Hut. Dann gibt es pro Karte 5 Fragen auf der Vorderseite. Und auf der Rückseite sind dann immer auch gleich die Antworten, auch mit dem gleichen Bild. Und ja. Ich kann die, ja genau, jetzt sind sie wieder drin. Das war laut. Und ja, das zu dem Spiel. Dann habe ich als nächstes ein etwas größeres Spiel für euch. Das habe ich tatsächlich mal in der Werbung gesehen und wollte ich mir dann kaufen. Der Pfeil schaut so mickrig aus dagegen. Ein bisschen, ja genau. Harry Potter, Kampf um Hogwarts, habe ich mal in der Werbung gesehen. Ich glaube, das habe ich gerade schon gesagt. Und habe es mir dann irgendwann einmal gekauft, wie ich es dann endlich mal gesehen habe. Ich kann euch mal, also ich weiß nicht mehr, wie viel das kostet hat, aber ich kann es euch ja auf die Suche und in der Infobox verlinken. Die Schachtel geht halt extrem schlecht auf. Das ist mal so der Spielplan von außen. Die Anleitung ist da auch drin. Und so schaut das grob von innen aus. Mit 7 verschiedenen Spielboxen und halt so Markerl. Ich kann euch mal das Spiel aufbauen und euch dann ein Foto davon auf Insta posten. Es gibt auch von dem Spiel schon Erweiterungen. Also ich habe bis jetzt eine Erweiterung auf Deutsch. Und ich habe auch auf Amazon schon mal eine zweite Erweiterung gesehen, aber die ist halt auf Englisch. Und ich will halt warten, bis die auf Deutsch heraus ist, dass ich halt wirklich das ganze Spiel auf Deutsch habe. Und zwar habe ich hier die Erweiterung, die Monster Box, der Monster, nicht das Monster Buch, sondern die Monster Box, ist von innen eigentlich, die Schachtel geht wesentlich leichter auf, aber furzt. Eigentlich genau gleich aufgebaut mit einer Anleitung und da sind halt nur 4 Boxen drin. Und ja, kann ich euch wirklich empfehlen, das Spiel. Und wie gesagt, ich suche es euch raus und kann sich in der Infobox verlinken. Zwei Dinge habe ich noch. Und zwar noch ein Spiel, kann man schon als Spiel bezeichnen. Ein Puzzle. Das habe ich tatsächlich mal zu Weihnachten bekommen und auf dem Backerl außen drauf ist dann dieses Wappen drauf, was ich euch immer wieder zeige. Deswegen ist das da bei Slytherin noch so ein bisschen angekratzt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das ist halt beim Runterreißen vom Backerl passiert. Aber das ist jetzt nicht erwähnenswert. Und ja, so schaut das Motiv aus. Ich bin auch schon fast fertig, aber ich habe das jetzt da unter meinem Bett. Man kann ja mal runterfilmen, wenn man will. Da unten liegt das jetzt gerade. Ich will das jetzt ehrlich gesagt gerade nicht rausholen. Ich stelle euch einfach auch wie vom Kampf um Hogwarts ein Bild auf Insta, das ihr euch dann anschauen könnt. Und ja, das hat 1000 Teile. Kann ich euch auch raussuchen und verlinken. Ich bin mir sicher, das findet sich irgendwo, auch wenn ich es geschenkt gekriegt habe. Und ja, lasst uns das letzte Teil für heute anschauen. Eins habe ich mir noch zum Schluss aufgehoben, also nicht den Zauberstab, den habe ich da gerade hingelegt. Das ist, glaube ich, sogar das Lieblingsteil von allem, was ich habe, abgesehen vom Zauberstab. Und das war, glaube ich, auch eins der ersten Dinge, die ich gehabt habe. Und da schaut der Pfeil jetzt wahrscheinlich auch, ich lege den, ja komm, da kann man ihn sehen. Schaut jetzt auch mickrig aus. Nämlich ist das eine wunderschöne Slytherin-Tasche. Die gibt es auch in allen anderen Häusern, habe ich auch schon gesehen. Ich glaube, Ravenclaw habe ich zu dem Zeitpunkt gar nicht gesehen, wie ich die gekauft habe. Ich glaube, da waren gerade keiner mehr da. Jedenfalls ganz groß. Slytherin, Property of the Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Ich finde das schade, dass das da vorne drauf auf gelb ist und nicht so wie da diese Dinger in weiß. Weil eigentlich ist ja Slytherin nicht grün-gelb. Gelb ist Hufflepuff und nicht Slytherin. Aber okay, es schaut nett aus und das ist halt auch jetzt wirklich fast schon meckern auf hohem Niveau.
Ich benutze die Tasche eigentlich für so ziemlich alles, weil da ist so viel Platz drin. Ich kann es euch ja mal aufmachen. Die ist nur gerade ein bisschen verbeult, weil ich die immer in meinen Kasten reinquetsch. Aber ja, da passt sehr viel rein. Und wie gesagt, gibt es auch für alle anderen Häuser. Und ja, das wäre eigentlich alles gewesen, was ich so an Harry Potter Zeug habe und was ich in diesem Video zu melden habe. Außer dem Outro, was jetzt dann gleich noch kommt, aber das, ja. Genau, das war das letzte Teil für heute. Und drück mal ab. So, ich denke, damit sind wir fertig mit dem Video für heute. Ja, mein Regal drüben zeige ich euch jetzt nicht nochmal, das habt ihr jetzt schon zweimal gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie üblich auch gerne alles Mögliche in die Kommentare. Auch eben zum Beispiel, ob euch auch dieser neue Stil eigentlich, kann man sagen, gefällt von den Videos. Also eben, dass ich da unten die Untertitel habe und so. Und ja, ich würde sagen, tschüssi.